Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das ist das Lied, mit dem wir begrüßt worden sind. Und mit diesem Satz will ich euch auch ganz herzlich begrüßen. An diesem, man soll es kaum glauben, ist schon zweiter Gottesdienst in diesem Jahr. Die erste volle Woche des Jahres ist schon rum. Es ist kaum glaublich. Abzukündigen oder anzukündigen ist, dass ich euch gerne sagen will, dass da am Ausgang, am Tisch links dran, wenn ihr nachher rausgeht, liegen ein paar Dinge. Wie ihr wisst, war am vergangenen Mittwoch, der 6. Januar, also das Fest von Epiphanias. Ich werde nachher ein bisschen darüber reden, oder wie man bei uns hier sieht, die heilige Dreikönig. Das war diese Zeit, wo in manchen Traditionen, in der katholischen Tradition, die Sternsinger kommen, also diejenigen, die von diesen heiligen drei Königen erzählen und die Häuser, die Wohnungen segnen. Ich weiß jetzt nicht wirklich eine protestantische Tradition, aber eine schöne Tradition, und für diejenigen unter euch, die vielleicht gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir sind, das Gefühl haben, ich würde gerne meine Wohnung unter den Segen Gottes stellen. Ich habe einen kleinen Segen geschrieben mit einer kleinen Anleitung, so ein paar Gedanken zum Segen und hinten drauf einen Segen zum selber vorlesen, und es liegt auch Weihrauch da. Also jetzt nicht in der traditionellen Form von echtem Weihrauch und Kohle und dem ganzen Aufwand, sondern von kleinen Weihrauchkegelchen. Nehmt euch bitte, wenn ihr das wollt, da gerne einen oder zwei mit, zündet sie daheim an, lest diesen Segen, stellt euch und eure Lieben und eure Wohnung unter den Segen Gottes. Eine Einladung, das einfach zu machen, für diejenigen, für die es gut ist. Man kann das natürlich auch ohne Weihrauch machen. Ich weiß nicht, jeder von uns mag diesen Geruch so sehr, wie ich ihn mag. Ja, mehr an- und abzukündigen brauche ich nicht. Oh doch, es gibt eine Sache zum An- und Abkündigen. Unser Kassenwart hat mir gerade zugeflüstert, dass er Stand 31.12. mit allen Buchungen fertig ist. Das alte Jahr ist verbucht, ist abgebucht, ist verrechnet, ist auf das Konto eingezahlt, alle Rechnungen sind gezahlt. Das ist eine Herkulesarbeit. Also Herkules, der alte griechische Held, der den Stall des Augias ausräumt und die 12 Taten vollbringt, der sitzt hier und heißt Josef und ist ein Held. Das ist unglaublich, was du machst. Ganz herzlichen Dank für diese Arbeit. Das bedeutet auch, dass wir das, was wir noch machen müssen, nämlich Spenderquittungen ausstellen und solche Sachen in den nächsten paar Wochen fertig haben, und dann kann das neue Jahr ganz frisch beginnen. Also Josef, ganz großes Lob, ganz herzlichen Dank. Dann lade ich euch ein, jetzt tatsächlich hier anzukommen. Hier anzukommen in diesem Raum, wo Jesus für euch gekommen ist, wo Gott da ist, wo der Engel immer noch da steht in der Krippe und vom Frieden auf Erden erzählt, wo über uns die Sterne leuchten und wo wir willkommen sind, jede und jeder einzelne von uns. Willkommen im neuen Jahr mit dem, wer wir sind, was wir bringen, was wichtig ist. Mit all unserer Liebe, mit aller Trauer, mit all unserer Hoffnung, mit den Zweifeln, wo wir willkommen sind. Ganz egal, wo wir auf dem Regenbogen von LSBTTIQ und Plus stehen, wo wir als Menschen da sind, die Gott ruft bei unserem je eigenen Namen. Seid willkommen im Namen dessen, der euch geschaffen hat, dessen, der mit euch auf dem Weg ist, und im Namen des Heiligen Geistes, der immer bei uns ist. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, wie die heiligen drei Könige versuchen wir, deinem Licht in der Dunkelheit zu folgen. Sei du unser Licht, das unseren Weg beleuchtet, das uns sicher durch unser Leben gehen lässt, das uns nach Hause bringt.
Und wie die heiligen drei Könige durch den Besuch in der Krippe bei dir, Immanuel, Gott mit uns, verändert worden sind, so sollen auch wir verändert sein. Zeige uns, wie unser Leben neu und anders sein kann, wie es reicher wird durch das, was wir gesehen und gehört haben. Du bist Mensch geworden für alle Menschen. Du wurdest Kind in der Krippe, damit alle Zugang zu dir haben können. Lass uns dieses Geschenk in unserem Leben Raum geben. Leuchte in unseren Augen und in unseren Herzen. Leuchte du durch uns und lass uns in deinem Licht für die Welt und für die anderen Menschen scheinen und hell sein. Amen. So wollen wir uns auch jetzt wieder Frieden zuwinken. Frieden, der hier beginnt, in vielleicht den kleinen Konflikten, die wir mitbringen. Frieden, der aber durch uns auch in der Welt sein soll. Und wer am Mittwochabend und am Donnerstag Fernseher geguckt hat und gesehen hat, wie schnell böse Menschen andere Menschen aufstacheln können, dass sie sich so hinreißen lassen, dass Menschen sterben. Wie schnell das gehen kann, das haben wir gesehen in Amerika. Es klingt so weit weg, aber ich glaube, es ist ganz nah hier. Es würde nicht lange dauern und wir würden Ähnliches sehen. Ich lade euch daher ein, für diesen Frieden zu beten, aber hier diesen Frieden zu beginnen, indem wir ihn uns zurufen. Denn wenn überall Menschen einander Frieden zurufen würden, dann würden die Hetzer nicht gehört werden. Unsere Stimme zählt. Unsere Stimme soll lauter sein. Daher der Friede Gottes, größer als alle menschliche Vernunft und lauter und schöner und wahrer als alle Hetze. Dieser Frieden sei mit euch allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens einander zuwinken. Friede sei mit euch. Die Lesung aus Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Die Taufe Jesu. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herausfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Amen. Guter Gott, sei du jetzt hier in unserem Hören, erscheine du für uns. Erscheine du in unserem Hören und Denken, erscheine du in meinem Reden. Segne diesen Moment für uns und führe uns auf deinem Weg. Amen. Ein bisschen zu mir rein.
Liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, wir haben am vergangenen Mittwoch das Fest der Heiligen Drei Könige gefeiert. Oder wie es die Kirche sagt, das Fest von Epiphanias. Oh, dein Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hoch sollst du leben. Dann bist du eines dieser Christuskinder, die da sind und erschienen sind. Das ist ja schön, am 6. Januar einen Geburtstag zu feiern. Herzlichen Glückwunsch. Geburtstag ist ein schönes Stichwort. Also ich hätte es nicht besser sagen können, weil wir haben uns so daran gewöhnt, an Weihnachten die Geburt Jesu zu feiern. Das ältere Fest aber war tatsächlich dieses Fest von Epiphanias am 6. Januar. Am Anfang, als die christliche Kirche zusammengekommen ist, da haben sie nämlich noch gar nicht so sehr den Geburtstag Jesu gefeiert. Geburtstage waren nicht so arg wichtig in der alten Zeit. Es gab ja auch noch keine Geburtsregister und Personalausweise, wo es genau drin stand, sondern Geburtstag war sowas, naja, klar, jemand ist irgendwann einmal geboren, aber wann das jetzt genau war, war gar nicht so arg wichtig. Wichtig war aber für die ursprüngliche Kirche diese Vorstellung, wir wollen feiern, dass sich Gott in der Welt gezeigt hat. Dass wir Gott erfahren haben, dass Gott sichtbar wurde, dass Gott erschienen ist. Ich habe jetzt extra meinen griechischen Kollegen gefragt und tatsächlich auch im Griechischen klingt in diesem Wort Epiphanias das durch, was im Deutschen auch da ist, das Scheinen, das Lichtsein. Tatsächlich scheint Gottes Licht da in irgendeiner Art und Weise in die Welt hinein. Es ist ein spannendes Wort, dieses Epiphanias, weil im Griechischen hat es auch die Bedeutung von Oberfläche, von sichtbarem Teil. Das heißt also, in diesem Fest feiert die frühe Christenheit nicht so sehr die Geburt dieses Kindes, sondern die Tatsache, dass sich Gott immer wieder für uns zeigt, eine Oberfläche bekommt, also nicht einfach nur irgendwo da oben ist, sondern da ist, sichtbar wird. Spannenderweise ist es ein Wort, das keine Erfindung der christlichen Kirche ist, sondern das schon viel früher in den griechischen Mythen benutzt wird. Es gibt ganz viele Geschichten aus der griechischen Zeit, wo die Götter den Olymp verlassen und mal wieder sich unters Volk mischten. Also wir kennen das, der Zeus, der dann mal wieder sich in irgendein Mädel oder in irgendeinen Jungen verliebt hat und dann husch, als Stier oder als Goldregen oder als irgendwas verkleidet als Adler bei Ganymed auf die Erde hinuntergeflogen ist und erschienen ist und sich bei den Menschen da gezeigt hat. Und meistens kommt dann irgendwann in dieser Geschichte der Punkt, wo es klar wird, wow, das ist jetzt nicht nur irgendein Wanderer, der da auftaucht und irgendwie nett ist, sondern das ist einer dieser Götter. Ja? Und das nennt man dann dieses wow, die hatten eine Epiphanie, eine Gotteserfahrung. Eine Erscheinung Gottes, wo auf einmal Gott sichtbar wurde. Die frühe Christenheit hat dieses Wort dann nochmal ein bisschen verändert und hat gesagt, okay, eigentlich ist es nicht nur eine Epiphanie, sondern es ist eine Theophanie. Theos, Gott. Gott wird sichtbar in der Welt. Gott kommt in die Welt, bleibt nicht im Verborgenen, sondern wird sichtbar, bekommt etwas, was wir sehen können. Das wurde am 6. Januar gefeiert. Da gibt es ja auch wieder Gründe dafür, warum gerade am 6. Januar und wie das mit anderen Festen zusammenhängt. Und so, wenn das interessiert, möge einen relativ langen und langweiligen Wikipedia-Artikel lesen, aber darum geht es auch im Moment gerade nicht. Wichtig ist, dass wir feiern, dass Gott sichtbar geworden ist. Und dann hat die frühe Christenheit und die Kirche angefangen, sich zu überlegen, wo wurde denn Jesus, wo wurde denn Gott in Jesus, wo wurde denn Gott für uns sichtbar in diesen Geschichten, die wir da gehört haben, die wir jetzt das Evangelium nennen. Und diese Geschichten haben sie in den Sonntagen erzählt, die nach diesem Fest gekommen sind.
Und es gibt 3 Sonntage nach Epiphanias. Und in diesen 3 Sonntagen erzählen wir von der Sichtbarwerdung, von der Erscheinung, von dem Lichtwerden Gottes in der Welt. Und eine dieser Geschichten habt ihr gerade gehört in unserer Lesung, nämlich die Taufe Jesu. Da wird Jesus sichtbar als der Sohn Gottes. Die zweite Geschichte, die erzählt wird an diesen Sonntagen nach Epiphanias, ist der 14-jährige Jesus im Tempel. Und schließlich das erste Wunder, die Hochzeit zu Kana. Das sind die Geschichten, die traditionell heute, nächste Woche und übernächste Woche erzählt werden. Und ich will mir diese Geschichten mal anschauen für euch, mit euch. Ich will sie anschauen, was da eigentlich sichtbar wird und dann auch zu sehen, was nicht sichtbar wird oder was anders ist als in diesen griechischen Gotteserscheinungen, wo es dann blitzt und donnert und auf einmal der Gott dasteht. Und ich will mir anschauen, was das heute für mich bedeuten könnte. Da ist zuerst mal die Taufe im Jordan. Ihr kennt die Szene. Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, ein halbes Jahr älter als Jesus, der ist derjenige, von dem von Anfang an gesagt wird, er wird der Vorgänger sein. Er wird euch den, der da kommt, zeigen. Ich mache bewusst so, weil auf den alten Bildern wird der Johannes gern mit einem ganz langen Zeigefinger dargestellt, der aufs Kreuz hoch zeigt oder in die Krippe hinein zeigt oder auf Jesus zeigt. Dieser Johannes stand also bis zum Bauchnabel im Wasser vom Jordan und hat die Menschen getauft. Er hat sie aufgerufen, zu ihm zu kommen, ihr Leben umzukrempeln, umzukehren, sich neu auszurichten auf Gott, das Alte abzuwaschen. Er hat sie im Jordan getauft, gewaschen. Das war die Taufe des Johannes. Und zu diesem Johannes kommt jetzt Jesus und sagt, ich will auch getauft werden. Und Johannes sagt, Tasse im Schrank, ich weiß, wer du bist. Ich weiß doch, dass du derjenige bist, der mich taufen soll. Du müsstest mir doch dieses alles geben. Du solltest mich taufen. Du solltest meine Umkehr einleiten. Du bist derjenige, der wichtig ist, nicht ich. Und Jesus sagt, nein. Also die fangen miteinander zum Diskutieren, also miteinander zum Streiten. Also stehen da irgendwie bis zum Bauchnabel im Jordan, die Leute standen da drumherum und die fangen an sich zu diskutieren, wer jetzt wen taufen soll. Aber Jesus hat natürlich recht. Weil Jesus sagt, ich bin nicht derjenige, der jetzt dir nachfolgt und sozusagen zum Super-Johannes wird und den Menschen jetzt so richtig mal sagt, was Sache ist. Also so besser noch als Johannes und der ihnen jetzt den Weg zeigt und sagt, so ist es. Sondern Jesus macht etwas ganz anderes. Jesus steigt zu diesem Johannes ins Wasser und macht damit etwas viel, viel Stärkeres. Er sagt nämlich, ich werde mich mit euch auf den Weg machen. Ich bin nicht derjenige, der sagt, kehrt um und jetzt lauft los. Sondern Jesus ist derjenige, der sagt, ich fange mit euch an, hier auf dem Weg Gottes zu sein. Und wir gehen gemeinsam diesen Weg. Ich habe es genauso gemacht am Anfang, wie ihr es auch gemacht habt. Habe das Alte abwaschen lassen und begebe mich jetzt auf diesen Weg Gottes, der vor uns liegt. Aber nicht als derjenige, der euch einfach losschickt, sondern als derjenige, der von Anfang an, von diesem ersten Moment, wo er als derjenige sichtbar erscheint, wo er sichtbar wird, wo er erscheint, dass er von diesem ersten Moment an mit uns geht. Und das ist der Moment, wo sich dann der Himmel öffnet. Und da gibt es jetzt 2 verschiedene Textvarianten. In der einen Textvariante sieht nur Jesus, dass sich der Himmel öffnet und der Heilige Geist kommt und sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In der anderen Textvariante hören es alle. Und das ist auch die Sinn ergibt, weil wenn es bloß Jesus gehört hat, wie sollte man es dann in der Geschichte wissen?
Die Menschen hören, ja, das ist derjenige, der von Gott kommt, der mit uns auf dem Weg ist. Das ist die erste Geschichte dessen, wie Gott hineinscheint, wie Gott eine Oberfläche bekommt, die wir sehen können in unserer Welt. Und dann ist in der zweiten Geschichte dieser 14-jährige Jesus im Tempel. Das ist ja ein spannendes Bild. Wir wissen ja von der Jugend Jesu gar nichts. Also wir kennen die Geburtsgeschichte, wir wissen, die Eltern hauen ab nach Ägypten, irgendwann kommen sie offensichtlich zurück, ne? Aber schon das wird nicht mehr erzählt. Und das nächste, was wir hören, ist der erwachsene Jesus mit 30 etwa bei Johannes dem Täufer. Diese 14-jährige Geschichte Jesu im Tempel ist die einzige Geschichte, die wir kennen, die da dazwischen passiert. Oft wird diese Geschichte erzählt als, da seht ihr, Jesus war schon als 14-Jähriger toll. Der hat schon als 14-Jähriger so viel gewusst, dass die ganzen Gelehrten im Tempel mit offenem Mund da saßen und sich gewundert haben. Ja, ob der Weisheit, die der 14-Jährige schon gehabt hat. Also der war schon toll, da war er noch ganz jung. Ich glaube aber, das ist zu wenig. Ich glaube, da zeigt sich mehr in dieser Geschichte. Denn da erscheint Gott, da wird Gott sichtbar in unserer Welt, eben nicht als derjenige, der unter Donnern und Blitzen dasteht und mit dröhnender Stimme irgendwelche Weisheiten von sich gibt. Also wie in den griechischen Geschichten, gell? Es donnert und es blitzt und Zeus sagt irgendwas, sondern er sitzt da. Gott sitzt da und redet mit den Menschen. Redet mit den Menschen. Erklärt, diskutiert, spricht, sucht nach Worten. Und die Menschen spüren mehr, als sie es hören und wissen, da spricht jemand anders zu uns. Da passiert etwas. Und das ist eigentlich etwas viel, viel Spannenderes. Denn Jesus sagt nicht einfach, ich werde euch mit dieser Theophanie überwältigen. Also Gott ist endlich jetzt im Tempel und es blitzt und wackelt und raucht und Weihrauch brennt und das ganze Programm. Sondern Gott geht mit uns Menschen in ein Gespräch. Gott geht mit den Menschen, die da sind im Tempel, in ein Gespräch. Gott geht mit uns in ein Gespräch. Wir sind diejenigen, die da im Tempel sitzen und hören. Wir sind es, die da sitzen und zu denen Jesus redet. Und Jesus redet einfach. Er überwältigt nicht, sondern er spricht und sagt, ich gehe mit euch in ein Gespräch. Merkt ihr das? An der einen Stelle, der einen Erzählung heißt es, ich gehe mit euch auf einen Weg. Hier heißt es, ich gehe mit euch in ein Gespräch. Und dann kommt als dritte Erzählung diese Erzählung von der Hochzeit zu Kana. Ihr kennt diese Geschichte alle. Ja? Also Hochzeit, Jesus ist eingeladen mit den Seinen, mit der ganzen Familie. Wir wissen nicht genau, wer geheiratet hat. Es gibt da ganz viele Theorien, inklusive, dass es Jesu eigene Hochzeit gewesen sei. Ist aber auch egal, Jesus war da, der Wein geht aus. Also entweder haben sie schlecht geplant gehabt und haben zu wenig Wein gehabt, oder es war ein richtig rauschendes Fest und sind halt mehr Leute gekommen. Also auf jeden Fall war es Papilla. Und Maria geht zu Jesus und sagt, ich weiß, du kannst, vollbring ein Wunder. Ich habe denen schon gesagt, sie soll Wasser nachrichten, hier, wir brauchen Wein. Ich so, nee, will ich nicht, mach nicht, lass mich in Ruhe. Und lässt sich dann doch überreden und verwandelt dann Krüge mit Wasser, und das sind eigentlich die Waschwasserkrüge. Also das ist nicht bloß Wasser, das ist eigentlich Waschwasser. Diese Krüge verwandelt Jesus in Wein. Und zwar in guten Wein. Also der zuständige Oberkellner, der es nicht gesehen hat, sagt, das ist aber jetzt seltsam, also normalerweise bringt man den guten Wein zuerst, solange die Leute noch nüchtern sind, und wenn sie dann besoffen sind, kannst du auch den Fusel bringen. Ja? Da kommt es nicht mehr drauf an. Ja? Du bringst den wirklich guten Wein jetzt. Ja?
Ist natürlich so Ausschmückung der Geschichte, gell? Also es ist nicht nur Wein, sondern guten Wein. Ja? Das ist was ganz Besonderes. Wunder haben auch, also das hätte man auch jetzt von Zeus erzählen können. Aber dass sich Gott an dieser Stelle für uns zeigt, eben an dieser Stelle, wo beinahe das Fest abbricht und dann aber weitergehen kann, wo Jesus sagt, ja, ich will, dass ihr weiter feiert. Und das soll Fest sein. Das ist etwas ganz Besonderes. Das allererste Wunder, das erzählt wird, ist das Wunder eines Festes. Es ist nicht eine Heilung, es ist keine Dämonenaustreibung, es ist keine Sturmstillung oder sonst was. Also hey, wenn schon Wunder, dann richtig. Sturmstillung wäre doch toll, gell? Schlechtes Wetter über Jerusalem, zack, Sonnenschein. Ja? Nee, ganz kleines Wunder, das bloß ein paar mitkriegen, wo Fest ist. Ich will, dass ihr Fest habt. In Jesus zeigt sich in der Hochzeit zu Kana, zeigt sich ein Gott, der will, dass wir Menschen unser Leben feiern. Also nicht bloß irgendwie, okay, wir müssen durch das Leben durch und vielleicht kommt dann irgendwann was Besseres. Nein, Gott will, dass wir unser Leben als Fest erleben. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder Tag Krimi, Demi und Hallo und Psoffer und überhaupt ist. Ganz das Gegenteil. Aber dass wir unser Leben feiern dürfen, an unserem Leben auch Freude haben dürfen. Jesus schenkt Freude. Ich gehe mit euch auf den Weg. Ich gehe mit euch in ein Gespräch und ich feiere mit euch. Das ist Gott, wie sich Gott zeigt an diesem Fest von Epiphanias. Nicht nur einfach geboren, sondern ist derjenige, der mitgeht, der mitspricht, der mitschenkt. Und für mich, was heißt das jetzt für mich? Und das ist ja immer so die Frage, was bedeutet das jetzt? Also, jetzt habe ich die Geschichte erzählt, könnt ihr aufhören, aber um was geht es? Was sind meine Epiphanien? Was sind meine Theophanien? Wo darf ich Gott heute erleben? Wo darf ich Gott sehen? Gerade in diesen Zeiten, wo es so schwierig ist, weil es einfach schwierig ist. Und damit auch das Gottsehen schwierig ist. Das sind, was ich euch jetzt erzähle, meine Erfahrungen. Das ist mein Sehen. Das, was ich hier höre und sehe. Es darf für euch anders sein. Es muss nicht so sein. Es darf für euch anders sein. Gott legt sich in euch hinein und zeigt sich euch, scheint in euch auf, bekommt eine Oberfläche, ein Sichtbarwerden, das ganz anders sein kann als das, was ich sehe. Und das ist auch okay, das ist toll. Was sehe ich? Ich sehe in der Taufe, dass sich Gott offenbart eben nicht als eine Gottesfigur, die mich zittern lässt, die mich erschüttert zurücklässt, wo ich nicht weiß, wie man meine Augen zuhalten soll, weil es gibt eine Geschichte von diesem Zeus, der dann von irgendeinem von diesen jungen Damen, die er da verführt, die kommt auf die dumme Idee zu sagen, ich will dich so sehen, wie du tatsächlich bist. Und er macht es und er ist ein Blitz und sie verbrennt. Fürchterlich eigentlich. Der Gott, der zu mir kommt, ist jemand, der sagt, ich weiß, dein Weg ist manchmal schwer, aber ich gehe den Weg mit. Und du brauchst auch keine Angst haben. Du brauchst weder vor mir Angst haben, noch brauchst du vor diesem Weg Angst haben. Es wird gut. Wir sind auf dem Weg miteinander. Und ja, der ist manchmal ein Weg durch das Tal der Schatten des Todes, wie es der Psalm sagt. Aber ich gehe mit dir dadurch und ich verspreche dir, da ist frisches Wasser und grüne Auen auf diesem Weg. Ich gehe mit dir. Gott geht mit mir jedes Mal, wenn ich mich neu ausrichte auf Gott. Bin ich nicht allein.
Der 14-Jährige im Tempel. Das merke ich gerade, das ist für mich sehr wichtig, weil im 14-jährigen Jesus sehe ich denjenigen, der noch nicht fertig ist, der selber noch wächst und älter wird und lernt und hört und sich verändert. Da stehe ich nicht vor irgendeinem fertigen Gottesbild, da stehe ich nicht vor irgendetwas, was fertig ist, wo Gott einfach da ist und jetzt mach was damit, sondern da sehe ich, dass sich Gott mit mir entwickelt, dass Gott mit mir wachsen darf, dass Gott mit mir neu werden darf. Und das finde ich schön. Ich bin nicht mehr derjenige, der ich vor 20 Jahren war. Ich bin nicht mehr 30, ich bin auch keine 15 mehr. Ich bin 52. Da ist Gott anders, da ist Leben anders, da bin ich anders. Und ich bin mir sicher, in so etwa 12 Jahren, wenn ich dann an Rente denke, wird wieder alles anders sein und das ist okay. Ich darf Neues sehen, ich darf Neues erleben und ich darf vor allem auch annehmen, dass ihr was anderes seht. Ich muss hier nicht das fertige Gottesbild predigen und sagen, das müsst ihr jetzt glauben, sondern ich darf mit Jesus zuhören und sagen, was erfährst du von Gott? Was ist eure Erfahrung von Gott? Ihr seid anders als ich. Und Gott spricht anders zu euch, zu dir, ganz anders. Und das ist schön. Ich darf das Alte hinter mir lassen, darf mich hineinentwickeln in das Neue. Und ja, ich darf im Zweifelsfall auch mal gut Schwäbisch sagen, was Gott mir mal so dummes Geschwätz von gestern war. Ich habe nämlich dazugelernt. Ich weiß heute mehr als gestern. Auch das wäre etwas Wichtiges, was man der Welt predigen durfte, hin und wieder, dass sie das sagen können und sagen können, nein, ich hatte Unrecht. Ich bin im Gespräch mit Gott weitergekommen. Ich darf wachsen, so wie auch Jesus gewachsen ist. Und dann natürlich Kana, die Hochzeit, das Fest. Ja, Gott will Fest. Gott will auch Fest für mich. Auch wenn ich denke, der Wein ist aus, das Fest ist vorbei, ich bin jetzt 52, da kommt kein Fest mehr. Bin froh, wenn ich irgendwo noch Breile herkriege, dass ich essen kann, wenn mir meine letzten Zähne auch noch ausfallen. Das ist das Dunkle in mir, das redet. Wenn ich glaube, das Fest ist vorbei, dann kann Gott immer noch Waschwasser, Spülwasser zu Wein machen. Für mich, dass das Fest des Lebens weitergehen kann. Das ist eine Hoffnungsepiphanie. Das ist ein Zukunftszeichen. Und es ist manchmal sehr schwer zu hören, gerade jetzt, wo einem niemand in den Arm nimmt und die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt jemand Neues kennenlernt, relativ klein ist. Aber morgen ist ein neuer Tag. Morgen kommt Gott neu. Und womöglich ist morgen Wein da, Fest, Freude. Und das darf ich alles glauben, das darf ich alles sehen und das darf ich alles erzählen. Und ich darf dann auch bitten. Und damit will ich enden. Ich darf darum bitten, Gott zeige dich mir. Gott zeige dich mir und gehe mit mir auf meinen Wegen, damit sie deine Wege sind. Gott, zeige dich mir und helfe mir, mich zu entwickeln und die Person, der Mensch zu werden, den du willst, dass ich werde. Und ich darf sagen, Gott, zeige dich mir und gebe mir Hoffnung. Sei du die Hoffnung auf das Fest des Lebens an jedem Tag in meinem Leben. Und ich glaube fest daran, dass sich Gott immer wieder neu zeigt. Amen. Ich habe gerade eben am Anfang schon gesagt, dass der Josef so toll war und alles verbucht hat. Er kann natürlich nur dann was verbuchen, wenn Menschen ganz großzügig sind. Von daher der Hinweis, draußen steht ein
einen Krug, in den wir was reintun können. Tut was rein, wenn ihr es könnt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder auch vergegenwärtigen müssen, dass wir mit Limitierungen arbeiten. Ihr seid großzügig, sehr großzügig. Wir danken ganz herzlich dafür. Wir wollen das Geld für unsere Gemeinde, nicht für uns selber, aber denkt einfach auch an euch. Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für all das, was du uns gibst. Und wir danken dir für die Möglichkeit, selber zu geben, an Zeit, an Kraft, an Geld, Musik, Zuwendung. Lege du deinen Segen darauf. Gib uns die Kraft, das richtig einzusetzen, jeden Tag neu. Amen. Wir wollen weiter im Gebet bleiben, in Bitte und Dank. Guter Gott, wir bitten dich heute für unsere Welt, die uns Sorgen macht, die uns manchmal schlecht schlafen lässt, in der wir nicht wissen, wie es weitergeht. Lege du deinen Segen auf diese Welt und auf uns, gib uns Kraft. Wir bitten dich für alle, die in diesen besonderen Zeiten leiden, an Krankheit und Verlust, an Ängsten. Wir bitten dich, sei du bei denen, die ärztliche Hilfe brauchen. Sei du bei denen, die Hilfe brauchen. Sei du bei uns. Und wir danken dir. Wir danken dir für diesen Ort und diese Zeit, füreinander. Wir danken dir, dass du uns zusammenkommen lässt, immer noch in diesen schweren Zeiten. Wir danken dir für wunderbare Bilder, die wir gesehen haben, schneebedeckte Bäume, wie gemalt. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass der Frühling kommen wird. An der Stelle bringen wir alles vor dich, was uns sonst noch beschäftigt, was wir mitbringen. Guter Gott, höre du unsere Gebete, nicht nur die in diesem Moment, sondern in jedem Moment. Wenn wir zu dir rufen, höre uns. Amen. So wollen wir uns wieder zeigen lassen, dass Gott bei uns ist. Auch das ist eine Epiphanie, ein Durchscheinen Gottes in der Welt. Die Tradition erzählt uns, dass wir Brot essen dürfen und Gott nicht nur sehen, sondern schmecken dürfen. Die Tradition erzählt uns, dass wir die Frucht des Weinstockes spüren dürfen auf unserer Zunge. Nicht nur sehen, sondern fühlen. Dass wir gestärkt werden. Und wir wollen bei dieser Tradition bleiben, auch wenn es heute nur ein Zeigen ist. Die Oberfläche ist da, Gott ist die Tiefe, die darunter liegt und darüber und darum herum, die für jede und jeden von euch da ist, in Fülle. So erinnern wir uns an jene Nacht, der Jesus noch einmal Fest geschenkt hat, Fest in Fülle. Er wusste, sie würden alle davonlaufen. Und so, wie sie da waren, würden sie nicht noch einmal zusammen sein. Und so gab er ihnen ein Geschenk, das Geschenk eines Mahles, eines Festes. Er nahm Brot vom Tisch, Stärkung, Nahrung, gute
Gutes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Gepriesen seist du, Gott, König von allem. So begann der Segen. Und er segnete das Brot, brach's, gab's den Seinen und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird zur Vergebung der Sünden. Esst davon, und so oft ihr es tut, tut's zu meinem Gedächtnis. Und im gleichen Segen nahm er den Kelch vom Tisch, gefüllt mit der Frucht des Weinstockes, dankte Gott wiederum, gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Spürt die Frucht des Weinstockes, ein Zeichen des Festes. Trinkt daraus. Und so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Guter Gott, mache du dich nun erfahrbar für uns, spürbar, sehbar. Scheine du in unserem Leben und fülle unser Leben mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Licht, mit deinem Weg, mit deinem Gespräch, mit deinem Sein. Sei du hier. Amen. Eine der Traditionen, die wir ein bisschen vergessen haben von unserer Zeit im Ludwigstift, ist, dass wir dort immer eine Kerze angezündet haben, die wir hinausgenommen haben zu Tee und Kaffee, zu Zusammensein und zu Reden, zum Feiern. Dieser Segen übers Haus, den ich euch mitgegeben habe oder den ihr mitnehmen könnt, der erzählt davon, dass ihr eine Kerze anzünden dürft, etwas Wasser versprühen könnt, Weihrauch in die Luft lassen könnt. Und so wollen wir wenigstens heute nochmal am Ende dieses Gottesdienstes Licht mitnehmen. Ich stelle es draußen neben diese Segen. Nehmt dieses Licht, das ein Zeichen der Gegenwart Gottes ist, mit hinein in euren Tag. Kommt gut nach Hause, begleitet von diesem Licht. So wollen wir uns am Ende dieses Gottesdienstes hineinbegeben in den Segen Gottes. Guter Gott, sei mit uns auf unseren Wegen. Sprich du mit uns. Sei du Grund für unser Fest. Herr, segne euch und behüte euch. Herr, lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.